Greetings, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Wir reden heute nochmal ein bisschen über Theorie und zwar muss ich mit euch mal wieder über Tabak und Sucht reden. Heute wird das Ganze also wieder ein bisschen theoretisch, aber ich verspreche, es ist durchaus interessant für den einen oder anderen. Let's go! Tabak und Sucht. Kennst du das? Du möchtest einen Joint konsumieren, hast aber keine Papes. Was macht man also? Man kauft sich Paper. Warum macht man das? Weil man ohne Papes einfach keinen Joint bauen kann. Was ist jetzt aber, wenn du einen Joint konsumieren möchtest, aber du hast keinen Tabak? Die allermeisten Leute würden sich einfach Tabak kaufen, auch wenn sie sich eigentlich als Nichtraucher bezeichnen würden. Aber warum ist das eigentlich so? Habt ihr euch das selber schon mal gefragt? Falls ihr keine Zigaretten raucht, aber mit Tabak kifft? Warum ist das also so? Weil einfach viele den Gedanken haben, dass ohne Tabak da was nicht stimmt, da wäre nicht die volle Erfahrung, die man haben könnte, als würde man glauben, dass durch den Tabak das THC besser wirkt. Und so leid mir das tut, das ist einfach nur ein antrainierter Gedanke, der dir sagt, dass der Mischkonsum von Tabak und Cannabis mehr knallt als reines Cannabis. Cannabis und Tabak gemischt inhaliert führt dazu, dass durch den Nikotingehalt eine Wirkung verspürt wird, die unmittelbar nach dem Zug sogar innerhalb weniger Sekunden verspürt werden kann, die dann aber beim Abklingen in die eigentliche Cannabiswirkung übergeht. Wenn dir also beim Jointrauchen schwindelig wird, dann liegt das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Tabak in der Tüte. Ist das ein Zufall? Komischerweise beobachte ich sehr oft, dass Konsumenten sich beispielsweise mit dem gelben Pueblo-Tabak Joints bauen und das ist halt einfach der stärkste Tabak, den man von Pueblo bekommen kann. Vielleicht kennt es noch jemand von früher, das Toasten von Zigaretten, um die Rauchmischung angenehmer zu machen. Warum hat man das eigentlich gemacht? Man hat da mit dem Feuerzeug die Zigarette erwärmt und anschließend hat man durchgepustet, um die Rauchmischung angenehmer zu machen. Dadurch kann das Nikotin und auch andere Stoffe, die beim Erwärmen verdampfen, in der Zigarette verringert werden und die Rauchmischung wird dadurch angenehmer. Warum hat man eigentlich früher eher versucht, das Nikotin aus dem Tabak zu entfernen und heute ist dieser Trend eigentlich kaum noch anzutreffen? Weil viele Konsumenten sich höchstwahrscheinlich eine Nikotin-Co-Abhängigkeit antrainiert haben. Dazu möchte ich jetzt einmal kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich mal einen Kumpel, der hat aufgehört, Zigaretten zu rauchen, hat aber trotzdem noch seine Joints mit Tabak gedreht. Und nach ein paar Monaten hat er auf einmal wieder angefangen, Zigaretten zu rauchen. Dann habe ich ihn gefragt, hey, warum rauchst du wieder Zigaretten? Und seine Antwort war, weil er einfach gemerkt hat, dass er süchtig nach dem Tabak war und ihm aufgefallen ist, dass er umso mehr Joints raucht, nur um sein Nikotinverlangen zu befriedigen, obwohl er eigentlich noch eine gute Cannabiswirkung verspürt hat, aber er hat sich den nächsten Joint gedreht, weil der Körper gesagt hat, ich brauche neue Nikotinzufuhr. Das heißt, ihn hat quasi seine Tabaksucht diktiert, wann gekifft wird und wann nicht. Und das hat natürlich dann irgendwann ein Loch in seinen Geldbeutel geschlagen, selbstverständlich. Also hier haben wir ein klassisches Beispiel von einem Menschen, der aufgehört hat, Zigaretten zu rauchen, aber das größere Suchtmittel trotzdem noch mit seinem Cannabis konsumiert hat, was dann dazu geführt hat, dass er umso mehr Cannabis zu sich nahm, aber nicht wegen dem Cannabis, sondern wegen dem eigentlichen Suchtstoff, dem Tabak. Warum rauchst du, wenn du Nichtraucher bist, also mit Tabak, Cannabis? Vielleicht hast du mittlerweile eine Tabaksucht entwickelt. So leid mir das tut, aber das wäre wirklich was man vielleicht mal bedenken sollte. Was ist also die Lösung? Die Lösung wäre ein langsames Ausschleichen, wenn es dir so schwer fällt, auf den Tabak von einem Tag auf den anderen zu verzichten. Das heißt, anstatt deine Tüte so wie hier mit einem Krümelchen Cannabis und ganz viel Tabak zu drehen, solltest du anfangen, weniger Tabak in deine Tüte zu machen, bis du irgendwann auf die Situation im rechten Bild kommst, dass du nur noch pur Cannabis zu dir nimmst. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch ein bisschen was über die Wahrheit über Zigaretten oder über Tabak sagen. Und zwar ist es nämlich so, dass Tabak super viele Zusatzstoffe enthalten und darunter sind zum Beispiel Zucker, die führen unter anderem dazu, dass der Geschmack und die Rauchentwicklung verbessert wird.
Es können aber auch Brennbeeinflusser mit eingearbeitet sein, die dann dazu führen, dass ein gleichmäßigeres Abbrennen stattfindet. Das könnten dann zum Beispiel Zitronensäure oder Kaliumcitrat sein. Klingt jetzt noch nicht so unglaublich gefährlich. Dann gibt es Feuchthaltemittel, die zugesetzt werden, wie zum Beispiel Glycerin und Propylenglykol. Das ist wahrscheinlich eher unbedenklich, denn das ist auch in den ganzen E-Zigaretten-Liquids drin. Und da ist schon viel wissenschaftliche Forschung gemacht worden, dass das wohl nicht ganz so schädlich sein wird. Und ich glaube, da bin ich jetzt aber nicht so fit in dem Thema, ich glaube, bei E-Zigaretten ist das große Fragezeichen die Aromen, die gesundheitsschädlich sein könnten. Aber zu allerletzt wird Zigaretten auch noch Ammoniak zugesetzt. Im Zigarettenrauch selber ist Ammoniak zu finden, weil durch die Verbrennung der Nitrosamine, die im Tabak enthalten sind, entsteht auch Ammoniak. Aber hier wird Ammoniak gezielt der Zigarette zugesetzt und Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas, es ist ätzend und umwelt- sowie gesundheitsschädlich. Warum das Ganze allerdings gemacht wird, ist, weil der Ammoniak dann Mikroblutungen verursacht, durch die das Nikotin und auch andere Stoffe schneller aufgenommen wird, was dann zu einem höheren Suchtfaktor führt. Das erinnert mich an ein Gerücht aus meiner Jugend, in dem es hieß, dass K2-Gras immer mit Heroin gestreckt ist, um seine Konsumenten heroinsüchtig zu machen. Und hier reden wir von offiziellen Firmen. Die bekannten Cowboy-Kippen waren da die allerersten, die diese Methode des Ammoniakzusatzes gewählt haben und das ist unter anderem für ihren weltweiten Erfolg verantwortlich. Und mittlerweile findet man das in fast allen Marken von Zigaretten. Als allerletzte Folie habe ich hier noch für euch vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eine Abbildung, die zeigt, was für Stoffe in Zigaretten erlaubt sind und was für Stoffe verboten sind. Ich möchte da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber schaut mal hier, verboten sind Stoffe, die das Inhalieren oder die Nikotinaufnahme erleichtern, wie zum Beispiel Menthol oder Eukalyptus. Fällt euch da was auf? Es ist nämlich so, dass da nicht steht, dass Stoffe verboten sind, die die Nikotinaufnahme erhöhen oder beschleunigen, sondern es geht darum, nur um das persönliche Befinden, wie das Inhalieren erleichtert wird, weil durch Sachen wie zum Beispiel Menthol oder Eukalyptus ist der Rauch angenehmer und kühler und es kann besser inhaliert werden und dadurch wird die Nikotinaufnahme erleichtert. Aber es ist vollkommen legal, seinen Zigaretten Ammoniak zuzusetzen, um sich seine Süchtigen zu züchten. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss euch das einfach zeigen. Ich habe mir irgendwie zur Aufgabe gemacht, Leute vom Rauchen wegzubringen, weil das einfach in Europa so komisch stark verbreitet ist, dass Cannabis mit Tabak konsumiert wird und man wird teilweise komisch angeguckt, wenn man Tabak pur raucht oder wenn man vaporisiert. Achtet auf eure Gesundheit, Leute. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.